Wir sind immer noch auf den Knauf-Werktagen hier bei unserem Messe-Rundgang. Es sind inzwischen ziemlich viele Leute hier. Über 1000 Besucher haben wir heute schon gezählt und die gucken sich hier die verschiedensten Stände an. Wir haben was zum Thema Innenausbau, Trockenbau, Putz und Fassade, zum Thema Dämmung von Kellerdecken, Dämmung von Dächern mit losen Dämmstoffen, mit festen Dämmstoffen. Vieles davon haben wir heute schon gesehen. Und jetzt gucken wir uns noch mal den Innenausbau etwas genauer an, und zwar den Bereich Spachteln und Spachtelmasse. Und das machen wir zusammen mit Thomas Wieczorek, der hier schon auf mich wartet. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen was Besonderes heute zeigen, und zwar zum Thema Spachteln gibt es ja manchmal das Problem, dass man die Ecken auch schön haben will im Innenausbau, ne? Genau, ist nicht nur ein Problem, sondern man braucht Ecken. Ja, man braucht schöne Ecken, man möchte stabile Ecken haben und man möchte die Ecken natürlich auch in einer wirtschaftlichen, guten Geschwindigkeit hinbekommen können. Die Qualität soll im Vordergrund stehen, aber man möchte natürlich auch schnell und effizient auf der Baustelle arbeiten können. Vielleicht können wir uns die Ecke, die wir hier vorbereitet haben, direkt mal anschauen. Also das wäre jetzt hier diese Ecke, die eben noch nicht fertig ist, ne? Wir haben hier die zwei Platten von beiden Seiten, aber es sieht natürlich so noch nicht schön aus, ne? Genau, was wir jetzt hier brauchen, ist ein Eckschutzprofil. Es gibt handelsübliche Eckschutzprofile, also Profile, welche aus Aluminium bestehen, gelocht sind. Man kennt sie auf den Baustellen, ich brauche es nicht weiter beschreiben, es ist eine bekannte Sache. Und es gibt das Knauf-Dallas-Profil und das würden wir euch sehr gerne vorführen. Bevor wir das machen, erklär doch gerade noch mal, wenn ich das jetzt nicht habe, also dieses Knaufprodukt, wie würde ich es denn dann normalerweise machen? Genau. Per Hand einfach spachteln, oder? Ja, also üblicherweise würde man die Spachtelmasse auftragen. Wir können es ja hier mal schauen. Hier wurde auch dieses Standardprofil auch schon verarbeitet. Also man würde seine Spachtelmasse hernehmen. Man hat eine Kelle und eine Glättscheibe. Man würde hier an die Wand hingehen, würde die Spachtelmasse auftragen über die gesamte Höhe, wie man es braucht, muss das Profil eindrücken und muss es noch einmal überziehen. Wir haben eine Lösung, die deutlich wirtschaftlicher ist. Also die schneller und einfacher geht. Dann gucken wir uns das doch mal jetzt genauer an. Also das ist dieses besondere Eckprofil. Und ich weiß schon, wir müssen zuerst hier an diese großen, ja, es sieht aus wie ein Eimer. Können wir da mal reingucken? Super, genau, ja. Ich darf euch dazu einladen. Also das ist hier unser Spachteltrichter Hopper und das ist das entscheidende Werkzeug, um unser Eckschutzprofil, Dallas-Profil, schnell und wirtschaftlich verarbeiten zu können. Wir gucken mal rein. Deckel auf, man sieht, wir haben hier eine Spachtelmasse im Einsatz, eine lufttrocknende Spachtelmasse, das ist unser Fill und Finish Light. Fill und Finish Light ist eine fertige Spachtelmasse, also im Eimer. Deckel auf, aufrühren. Also ich muss nichts mehr groß anrühren mit Wasser oder so, das ist schon fertig. Korrekt. Und ein ganz großer Vorteil ist, wir haben eine lufttrocknende Spachtelmasse. Das bedeutet, ich muss abends dieses Werkzeug auch nicht unbedingt sauber machen. Wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, Deckel ist sowieso immer zu, packe ich das Ding ein, stelle es bei mir in den Kofferraum, stelle es bei mir ins Lager rein und wenn ich eine Woche später wieder mal Ecken setzen möchte, dann hole ich dieses Ding wieder raus und dann geht es wieder auf der Baustelle los. So, und ich würde sagen, jetzt zeigen wir das mal ganz konkret. Also wir brauchen einmal das Eckprofil, das dein Kollege, der Andreas, schon parat hat, glaube ich, ne? Was passiert jetzt? Erzähl mal. Andreas hat das Eckprofil hier in der Hand. Vielleicht mal ganz kurz auch drauf schauen, ist ein Profil, ein Stahlwinkel, also hat dadurch eine sehr, sehr hohe Stabilität, ist papierummantelt und bietet dadurch einfach auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit, ja, als was Risse betrifft. Und Andreas wird dieses Profil jetzt hernehmen und wird die Spachtelapplikation, also den Spachtelauftrag, was ich herkömmlicherweise an der Wand machen würde, hier machen. Und zwar ganz gemütlich, ohne eine Leiter rauf und runter gehen zu müssen, ohne sich verbiegen zu müssen. Andreas, bitte. Ah, okay, das heißt, Andreas schiebt es einfach nur einmal durch den Zylinder durch. Genau. Andreas schiebt hier einmal durch und was man sieht, wenn wir jetzt hier unten hinschauen, Ja. wir haben hier unten sozusagen eine kleine Spachtel, die zieht hier ab. Wir haben einen definierten Materialauftrag, applizieren unsere Spachtelmasse Fill und Finish Light, ziehen das Profil komplett durch. Andreas, fließende Bewegung, fantastisch. Wir sehen, Andreas macht hier 3 Meter auf einmal, ja? Ach, so lang ist das, ja. 3 Meter, Ja. geht direkt an die Wand, drückt es nur ganz leicht an. Weiterhin braucht Andreas keine Leiter, er macht alles vom Boden aus. Also wir haben hier natürlich auch das Thema der Verarbeitungsergonomie. Also das bedeutet, ich schon im Zweifel auch noch meinen Rücken ein bisschen und muss nicht hoch und runter. Wir schonen den Rücken und natürlich ein Rücken, der geschont wird, der wird auch nicht krank. In Zeiten von Fachkräftemangel natürlich auch ein Thema. Und ich denke... Was macht Andreas jetzt? Also er muss das Ganze einmal noch glatt spachteln an der Seite, oder? Genau. Also Andreas hat jetzt sehr, sehr komfortabel vom Boden aus alles gemacht. Erstmal super in Rekordzeit.
Er hat es jetzt nochmal abgezogen, also das überschüssige Material abgezogen. Andreas müsste jetzt nur noch einmal links und rechts überziehen, also Spachtel applizieren und die Ecke wäre komplett fertig. Okay, vielleicht können wir es uns einmal noch hier von Nahem anschauen. Das heißt, es ist noch nicht mal fertig, aber es sieht tatsächlich, kann ich da mal drauf fassen? Kurz? Ja, er ist noch ein bisschen feucht logischerweise, aber es ist ja schon komplett gerade. Ne? Das ist ja irre. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell auch bündig wird sozusagen am Rand. Und Andreas möchte jetzt vielleicht noch was kurz zeigen. Ich habe von der Stabilität von diesem Profil gesprochen. Normale Alu-Ecken, wenn sie mit einem Stoß konfrontiert werden, also Stoßenergie ausgesetzt werden, verbiegen sie sich relativ leicht. Andreas, vielleicht kannst du hier mal auch ordentlich draufklopfen. Also hier passiert nichts. Wir haben ein sehr, sehr stabiles Profil. Stoßenergie macht ihm nichts aus. Obwohl die Spachtelmasse noch frisch drunter ist, haben wir trotzdem schon bereits jetzt eine sehr, sehr hohe Stabilität in der Ecke. Das heißt, wir sind effizient in der Verarbeitung, wir steigern unsere Qualität und als Verarbeiter senken wir unsere Herstellkosten. Also ich denke, ein System, welches unschlagbar ist. Wenn wir noch mal über die Spachtelmasse selbst sprechen, sag noch mal gerade den Namen, wie heißt die da drin ist im Zylinder? Genau, also das ist der Fill und Finish Light von Knauf. Fill und Finish Light ist eine Handspachtelmasse, eine fertig angerührte Spachtelmasse. Man muss lediglich sie noch aufrühren auf der Baustelle und den Bedingungen auf der Baustelle anpassen. Also wenn ich sie jetzt etwas dünner brauche, weil es sehr warm ist zum Beispiel, dann tue ich etwas mehr Wasser rein und bin damit dann eigentlich bereit zum Einsatz. Es gibt ja daneben auch noch Uniflot, ne, von Knauf, und da habe ich gelesen in der Vorbereitung, ist unter anderem das Besondere, dass sie, glaube ich, besonders rissfest ist. Ne? Also dass die auch besonders viel aushält einfach. Genau, also Uniflot ist natürlich die Spachtelmasse für den Fugeneinsatz. Mit Uniflot brauche ich nicht zwingend den Einsatz von Fugendeckstreifen. Ich habe einfach eine sehr, sehr gute Stabilität in der Fuge. Ich kann dadurch eine sehr, sehr hohe Risssicherheit erzeugen und das ist natürlich auch das, was mir als Verarbeiter, aber auch mir als Endkunden wichtig ist, dass meine Trockenbaukonstruktion über Jahre hinweg rissfrei und optisch ansehnlich bleibt. Unsere Eckprofile, die wir hier eingebaut haben, kannst du sagen, wo ist so der Hauptanwendungsbereich? Also geht es da vor allem um Neubau, um Sanierung von Bestandsbauten? Was ist da alles möglich? Anwendungsgebiet im Allgemeinen der Innenbereich. Ich kann auf jeglichen Untergründen aufbringen. Wir zeigen es jetzt hier natürlich auf dem Trockenbau, funktioniert aber genauso gut natürlich auch auf mineralischen Untergründen, auf geputzten Wänden oder Ähnlichem. Also relativ universell einsetzbar das Ganze. Relativ universell einsetzbar. Thomas, dann danke ich sehr für die Erklärung. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für euer Interesse und viel Spaß noch auf den Knauf Werktagen.